In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Gartenkerze oder fast schon eine Fackel nur aus Restwachs und ohne dass du einen speziellen Docht kaufen musst herstellst. Also für 0 Euro. Hi, Servus und herzlich willkommen auf CVTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und ich zeige dir in diesem Video, wie du deine Wachsreste, was du bis jetzt wahrscheinlich immer weggeschmissen hast, sinnvoll verwertest. Aber zuerst ein paar Hinweise. Dieses Video ist nicht für Kinder geeignet. Das unvorsichtige Hantieren mit Feuer und Wachs kann Verbrennungen verursachen. Die Kerze im Garten auf einem festen, nicht brennbaren Untergrund herstellen. Diese Kerze darf nur unter freiem Himmel auf einem festen Untergrund benutzt werden. Du brauchst dazu Wachs, ist ja klar, das sammle ich in einer Tüte, ein Keramik- oder Tonübertopf, am besten einen alten, einen Maiskolben, den findest du auf dem Maisfeld, den Bauern aber vorher nicht fragen, einen Hammer, ein Stabfeuerzeug und los geht's. Zuerst zerkleinerst du das Wachs mit dem Hammer. Achte darauf, dass du immer auf die Kanten von dem Stummel schlägst, dann zerspringt das Wachs besser. Dann befreist du den Maiskolben vom Mais und steckst ihn mit der Spitze rausschauend mittig in den Topf. Wichtig ist, dass der Strunk ein bisschen aus dem Topf rausragt, wenn dieser voll mit Wachs ist. Falls der Strunk zu kurz ist, kannst du zuerst ein bisschen Wachs auf den Boden geben. Nun gibst du das Wachs um den Strunk rein und achtest darauf, dass es so dicht wie möglich und auch fest ist. So, und dann zündest du den Strunk an, achtest darauf, dass immer Wachs dran ist, so dass es schmilzt und das Wachs im Übertopf verdichtet. Achtung, verbrenne dich nicht, am Anfang kann die Flamme sehr groß sein. Dann lässt du sie eine Weile brennen und genießt die lodernde Flamme am besten mit einem schönen kalten Getränk, so wie ich. Du legst immer ein Stückchen Wachs dazu, wenn die Flamme dir zu groß ist, sprich das Wachs im Topf verbrennt schneller als der Strunk und so kannst du die Flamme regulieren. Du kannst die Kerze mit einem kräftigen Pusten ausblasen. Die Kerze kannst du unter freiem Himmel stehen lassen. Wenn der Docht nass wird, lässt er sich schlechter anzünden. Du musst halt das Stabfeuerzeug dann ein paar Sekunden länger dran halten. So, ich genieße jetzt weiter meinen Aperol Spritz, bedanke mich recht herzlich für das Reinschauen auf meinen Kanal bzw. Video.
Für einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo von dir würde ich mich natürlich freuen. Pass auf dich auf und wenn du willst, sehen wir uns beim nächsten Video hier wieder. Tschüss, Ade und ciao, ciao.